So, ich habe hier meine Inspiration für heute. Pink, also rosa, finde ich ganz schön, aber auch die Zwiebel selber, also hier die Brauntöne, Beige-Töne, so Goldtöne mag ich ganz gerne gerade. Die habe ich mir jetzt alle angemischt und hier hingestellt. Auch ein Grün, ich weiß aber noch nicht, ob ich Grün verwenden will. Also ich bin jetzt quasi noch ein bisschen in der Luft, weiß noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Deswegen kann ich ganz gut erstmal hier mit Wasser anfangen und gieße erstmal den ganz hellen Farbton drauf. Und ja, das macht schon wieder Spaß. Einfach das so ein bisschen drauf gießen. Jetzt ein bisschen verteilen hier mit meinem Palettenmesser. Hier ist noch ein bisschen Farbe. Ich hoffe, die gibt jetzt nichts ab. Wieder richtig sauber gemacht. Ja, jetzt ein bisschen verteilen. Und dabei taucht man schon so ab, finde ich. Hier noch so ein Rest Farbe. Und verdünne ich noch mal ein bisschen mit Wasser einfach. Dann ist er ein bisschen flüssiger. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen Sand drin, also eine ganz kleine Struktur. Das ist schon meine alte Farbe, aber es fließt trotzdem ganz schön hier. Eine ganz kleine Körnung ist hier drin, das merke ich jetzt gerade. Damit verteilt man die Farbe so ein bisschen anders. Also es gibt auch eine andere Struktur. Hier sehe ich gerade die Linien vom Farben aufgießen, ist es ja eigentlich, so eine Linie entstanden. Ja, und das sind jetzt so kleine Kleinigkeiten, die mich hier inspirieren. Aber auch der Farbton, also so Schlammtöne, finde ich ganz schön. Erinnere mich jetzt gerade an den letzten Spaziergang. Es hat viel geregnet. Ja, auch das sind Inspirationen. Ach, so eine kleine Körnung da drin ist eigentlich ganz schön. Da fließt die Farbe ja vielleicht auch nochmal anders rein. Zieht auch schneller an, die Farbe hier. Hier habe ich so einen schönen Bordeaux-Farbton, den mag ich ganz gerne. Den gieße ich jetzt einfach mal dazu. Ja, das sind immer so ganz besonders schöne Momente, finde ich. So ein magischer Moment, finde ich. Und jetzt gucken wir mal, wie die beiden Farben sich hier ineinander verstreichen lassen. Ja, es ergeben auch schöne andere Farbtöne. Also die beiden einzeln, aber auch so zusammen entstehen nochmal neue Farben und mal gucken, ob die sich hier mit dem Beige noch verbinden oder mit dem Sandfarbton. Also man kann hier schön langsam arbeiten und dabei passiert ja ganz viel hier gerade bei mir, vor mir. Und ja, das kann man gut genießen und es entstehen neue Ideen. Ich habe hier nämlich diesen wunderschönen Farbton, den wollte ich eigentlich ja mal sehen auf der Leinwand. Und mit der Farbe an sich ist es ja gar nicht so, oder ist es wieder anders, aber hier mit der Späne habe ich einen tollen Farbton, aber wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Farbe drunter. Also ich finde den Farbton toll und der haftet jetzt ja nicht einfach so, also den muss ich jetzt tatsächlich wieder hier einarbeiten. Ich fühle mich gerade wie in einer Werkstatt. Ein bisschen Leim drauf gießen. Das ist jetzt nur meine Farbe, aber ich will die Struktur ein bisschen dicker haben. Deswegen kann ich hier jetzt mir eine Masse anrühren. Ja, man kann sich das natürlich auch vorher alles anmischen. Ah, hier ist so einer, der haftet gar nicht.
Aber es ist auch schön. Es gehört einfach mit zum Prozess dazu. Ist ein bisschen angeföhnt hier. Ist noch nicht ganz trocken, aber fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Also es fühlt sich wirklich gut an, hat eine besondere Textur. Und jetzt zieht hier das Weiß so ein bisschen rein in die Struktur. Und ja, man kann da toll mit arbeiten. Man kann sich das auch alles so hinschieben, wie man es da so haben möchte. So, wie mache ich jetzt weiter? Ich drehe das einfach mal. Mal gucken, wie es dann aussieht. Dann sieht es ja wieder irgendwie anders aus. Und ja, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Erde. Ist noch ein bisschen nass und darüber zieht die Farbe auch noch mal so rein in die Struktur. Und das ergibt halt ein tolles Muster hier. Gefällt mir ganz gut. Jetzt ist es wieder ein bisschen zu hell. Da kann noch ein bisschen das wieder etwas abdunkeln.
Ja, ich hatte mir noch viele Farben angemischt, die habe ich jetzt gar nicht genommen. Auch Gold hatte ich ehrlich gesagt, wollte ich ganz gerne nehmen, hatte ich mir auch hingestellt. Aber so ist das bei der intuitiven Malerei. Da ja, greift man dann intuitiv zu dem, was man da halt am besten schon stehen hat. Und dann ist der Prozess einfach auch ganz schön und besonders. Und die Farben erinnern mich jetzt an die Spaziergänge, an den Schlammboden, an den Schnee, an die Krokusse habe ich schon gesehen. Und ja, jetzt bist du dran. Schnapp dir deine Farben und mach einfach. Also das Grün habe ich jetzt nicht verwendet, aber Grün haben wir ja auch im Kanal. Also schau da gerne rein, guck dir die Videos gerne an, lass dich inspirieren. Wenn du deine Rahmen selber bauen willst, dazu habe ich einen Online-Kurs im Shop. Also dadurch kannst du die dann sehr preiswert selber bauen. Ist ja für manche auch ganz nützlich. Ja, und jetzt vielleicht noch mal kurz einen Spaziergang. Hier hat es geschneit, das ist schräg, weil irgendwie waren schon die Krokusse da. Und jetzt ist wieder Schnee. Aber so ist das. Also mach das Beste draus und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss! So, ihr Lieben, wir haben auch was zu feiern. Ich feiere uns sowieso immer, unsere Community. Ganz still und heimlich sitze ich hier und feiere uns immer. Nee, wirklich. Also ich danke euch immer wieder. Und das ist tatsächlich auch nicht nur so dahingesagt, sondern es prasselt hier natürlich hinter den Kulissen auch immer negative Sachen ein. Und da muss man immer so tapfer sein und dem standhalten. Und deswegen danke ich euch immer so sehr. Auch für eure positiven Kommentare, für eure Unterstützung hier, weil es so ein Herzensprojekt ist. Und das Buch hat sich auch dahin entwickelt. Es ist jetzt nämlich in der 11. Auflage, das ist so der Anlass hier, mal kurz innezuhalten. Also ich feiere uns, ich feiere alle Leser. Ich danke euch für eure Unterstützung, denn damals, wo Franziska oder der Verlag an mich trat und mich gebeten hatte, das Buch zu schreiben, war ich erstmal so, wie soll das gehen? Also ich bin selbstständig, wie soll ich jetzt hier ein Buch schreiben? Ich habe es dann aber tatsächlich ja gemacht, weil sonst wäre es ja nicht da. Und zwischendurch beim Schreiben habe ich dann auch gemerkt, wie gut es ist, das zu schreiben. Und ja, das zu schreiben, so wie ich das sehe und denke. Und das mache ich ja hier eh immer. Und deswegen brauche ich eure Unterstützung. Und deswegen danke ich euch auch immer so sehr, weil das eben nicht selbstverständlich ist. Also gar nichts ist selbstverständlich. Weder, dass hier die Videos stehen oder das Buch irgendwie entstanden ist, noch eure positiven Kommentare. Und ich weiß das immer sehr zu schätzen. Also Dankeschön, habt einen ganz schönen Sonntag. Feier ein bisschen mit mir, feier mit uns, mit unserer tollen Community hier. Und jetzt macht die Welt ein bisschen bunter und habt Spaß dabei. Mach's gut. Tschüss.